So, alle zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo wir besprechen, was mich diese Woche so gebrochen hat. Und wir haben diese Woche vor allem an einem Beitrag für die Palästina-Demo von letzter Woche geschaffen, weil wir haben eben, wie schon gesagt, noch Interviews und so zugesagt bekommen. Hat alles nicht so geklappt, darum sind wir jetzt auch ein bisschen im Verzug, weil wir haben halt den Fehler gemacht, der Polizei zu vertrauen. Wir hätten gern ausgewogen berichtet und dementsprechend haben wir nicht nur mit dem Rudi reden. Er war bei der Demo dabei gewesen, mit drinnen zwischen Tränengas und Wasserwerfer. Wir hätten auch mit einem Polizist reden. Einer hat sich gemeldet, der dort sogar im Einsatz war. Der andere Blick, andere Erfahrungen, eine Gegenüberstellung, die sehr wertvoll gewesen wäre. Er hat zugesagt und dann ist er noch da, noch dies und das gewesen, aber definitiv sehr weiter interessiert. Und dann Ruhe. Seine Ausreden sind von uns frei erfunden, weil wir haben ihm Anonymität versprochen. Und an das halten wir uns. Wir haben nachgehakt, gewartet und gehofft. Und am Schluss hat die Freundin Saxophon gehabt, die Kinder haben Fieber gespielt, das Auto hat das Gespräch mit der Zeit müssen führen. Der Kalender ist gestohlen worden, dann ist blöderweise das Internet noch nass geworden und ein Meteorit ist genau dann noch auf ein Date mit seinem Meerschweinbesitzer gegangen. Und die Garage hat brennt. Also nicht physisch, aber emotional ist es. Naja, ja, wir kennen die Ausreden, wo man den halt benutzt, um nicht direkt Nein zu sagen, wenn man sich umentscheidet. Verständlich, vielleicht. Enttäuschend, ziemlich. Weil genau der Dialog wäre unglaublich wichtig gewesen. Darum gibt es jetzt halt heute keine zwei Perspektiven, sondern nur ein Kommentar. Basierend auf dem, was dokumentiert ist, bisschen kürzer als geplant auch und schon zum Anfang mit einer wichtigen Lektion. Vertrau niemals der Polizei. Ja, aber wollen. Am Samstagnachmittag, 11. Oktober 2025, versammelten sich nach Schätzungen der Polizei rund 5000 Menschen im Zentrum von Bern zu einer unbewilligten Kundgebung. Laut Baba News sind es um die 10.000 Demonstranten. Es ist ja so, unser Gesetz muss immer ein Recht gegen ein anderes abwägen. Mein Recht, Musik zu hören, gegen das Recht von meinem Nachbarn zu schlafen. Und weil die Mehrheit in der Nacht lieber schläft, als sich die göttlichen Klänge von einem Appenzeller Talerschwinger anzulassen, wird halt mein gottgegebenes Recht auf Kultur eingeschränkt. Aber wieso erzähle ich das jetzt? Ganz einfach, weil es bei der Berichterstattung über Demos genauso abläuft. Unabhängige Quellen wie Baba News reden von ungefähr 10.000 Menschen. Der Rudi, mein Gesprächspartner aus Bern, erzählt von Menschenmengen vom Bundesplatz bis zum Bärenplatz. Angereist aus der ganzen Schweiz. Das spricht nicht für 5'000, das spricht für 10'000. Aber 10'000 Demonstrierende von Kind bis Rentner ergeben ein anderes Bild als 5'000 linke Krawallmacher. Und ja, das musst du kennen. Der Frauenstreik 2019 in Zürich. Polizei meldet 10'000, später korrigiert auf 40'000. Black Lives Matter 2020 in Bern. Polizei meldet 2'000, später korrigiert auf 8'000. Klimastreik in Basel, zuerst 3'000, dann plötzlich 8'000. Das Motiv dahinter ist klar. Recht werden abgewogen und wenn es noch ein paar tausend Krawallsuchende sind, dann kann man den Einsatz von Tränengas leicht auch rechtfertigen. Wenn es aber 10.000 Menschen sind, die aus der ganzen Schweiz anreisen, um auf die Straße zu gehen, dann ist es plötzlich ein politisches Signal. Und da wird es für Politik und Polizei ein Problem. Das aggressive Verhalten der Polizei hat Methoden. 10.000 Leute vor dem Bundeshaus. Das ist ein politisches Signal. Und Signal kann man brechen. Also provoziert man früher. Wasserwerfer, Tränengas, Blockade, Leute schon nur bei Verdacht am Bahnhof belästigen. Und dann kippt die Stimmung und schon heisst es in der Presse wieder Krawall in Bern. Die Eskalation ist kein Unfall. Sie ist der Weg zum Anliegen von Leuten ignorieren. Und die mit dem Wasserwerfer haben Deutungshoheit. Flood the zone with shit, weil bis es korrigiert wird, reicht kein Gückel miteinander. Sie zogen vom Bahnhofsplatz zum Bundesplatz und wieder zurück und skandierten Parolen wie Free Free Palestine und From the River to the Sea. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezeichneten die Gewalt in Gaza richtigerweise nicht als Krieg oder Konflikt, sondern als Genozid an den Palästinensern und werfen der Schweiz Untätigkeit vor. Augenzeugen berichten, dass die Stimmung bis zum Bundesplatz laut, aber friedlich war. Unser Interviewpartner, der unter dem Namen Rudi auftritt, schilderte, die Demonstrierenden hätten sich gegenseitig Wasser gereicht und darauf geachtet, dass niemand verletzt werde.
Laut Rudi standen die Leute bis zum Bärenplatz. Erst als die Polizei den Weiterzug Richtung Casinoplatz blockierte, sei es zu Spannungen gekommen. Dies deckt sich teilweise mit der Darstellung der Behörden. Die Kantonspolizei Bern erklärte, man habe den Zug auf dem Bundesplatz halten wollen, weil keine Bewilligung vorlag. Schon während der Kundgebung hat der Rudi vom Einsatz von Wasserwerfer und dem Geruch von Tränengas in der Luft berichtet. Man sei sehr solidarisch gewesen und hat sich gegenseitig aber auch sofort mit Wasser versorgt, wo dann das Tränengas zum Einsatz gekommen ist. Er erinnert sich an eine Person, die ruhig eine Palästina-Flagge vor der Polizeisperre gekisst hat. Beantwortet ist das sofort mit dem Wasserwerfer worden. Aus nächster Nähe. Dass da Wut aufkommt, ist nicht wunderlich. Und wenn genug Wut aufkommt, dann muss er auch irgendwo hin. Und die Polizei weiß das. Und wie es scheint, die Polizei will das. An der Kreuzung beim Bundeshaus kam es zum Kippmoment. Nach Angaben der Polizei formierte sich ein vermummter Block, der nicht am Bundesplatz bleiben wollte, sondern Richtung Casinoplatz ziehen wollte. Als die Polizei den Weiterzug verhinderte, versuchten einzelne Demonstrierende laut Polizei die Sperre zu durchbrechen. Es seien Gegenstände wie Steine, Baustellenmaterial und Feuerwerk geworfen worden. Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein. Rudi und andere Demonstrierende schildern hingegen, dass das Tränengas schon sehr früh und ohne klare Ansage eingesetzt wurde. Das ist also etwas, wieso vermummen sich denn die Leute bei Demos? Weil sie etwas zu verbergen haben? Nein. Also ja, aber nicht so, wie es halt immer dargestellt wird. Tränengas ist kein Gas, sondern ein feiner Reizstaub und der landet überall. In der Nase, in den Augen, auf der Haut, auf der Kleidung, in den Haaren, in deiner Unterwäsche. Ein Halstuch filtert ein bisschen, eine Kapuze schützt, eine Maske hilft. Und nein, das macht dich nicht automatisch zum Randalierer. Das macht dich zu jemandem, der lieber nicht hustend zusammenbricht, während er versucht, durch ein Polizeikessellabyrinth zu irren. Vermummung schützt auch vor nachträglicher Repression. Oder, sagen wir mal, kreativen Interpretationen von Beweisbildern. Aber es ist ja nicht so, dass das bei uns jemals vorgekommen wäre. Mir zum Beispiel hat die Polizei nach einer Demo noch nie fälschlich unterstellt, man hätte mich identifiziert. Und natürlich haben sie auch noch nie versucht, mit angeblicher Identifikation Druck auszuüben, damit ich jemand anders als Messer liefere. Und erst recht haben sie mir nie irgendetwas anhängen, damit ihre Aufklärungsquote einfach besser wird. Und ich habe natürlich auch noch nie einen Anwalt gebraucht wegen dem. Nein. So etwas passiert nie. Und mal ehrlich, wenn es irgendwo richtig stinkt, dann hebt sich jeder irgendwie noch das Liebling vors Gesicht. Das ist kein Zeichen von Gewalt, das ist ein Zeichen von gesundem Menschenverstand. Als Folge der Polizeisperre verließen viele Menschen die geplante Route und zogen durch die Schauplatzgasse. In dieser Seitenstraße entlud sich dann die aufgestaute Wut und es kam zu Sachbeschädigungen. Schaufenster wurden eingeschlagen, Mobiliar eines Restaurants vor dem De La Casa wurde angezündet und Sprayereien an Fassaden hinterließen Schäden. Das hat sich also beim De La Casa entladen. Eine Schweizer Traditions... Moment. Gerade aus der Redaktion reingekommen. De La Casa ist in Bern seit Jahren bekannt als konservativer Kuschelkeller. Mit offener Tür für Rechtsradikale, die beim Nachrichtendienst so gut bekannt sind wie der exakte Drittpunkt beim Snackautomat für das gratis Linsertörtle. Dort trifft sich regelmäßig die junge Tat. Und es ist kein Geheimnis, dass dort auch immer wieder SVP-Mitglieder und FDP-Kader ein- und ausgehen. Ich sage ja nicht, dass die sich dort offiziell absprechen, aber es ist auffällig, dass sie so oft zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Es ist also nicht so, dass sich die linke Wut zufällig genau dort entladen hat. Ob es richtig ist oder nicht, kann man diskutieren, aber das Ganze als zufälligen Akt von der Gewalt zu framen, ist einfach falsch. Ich meine, wie kommt es eigentlich, dass man bei linker Randale immer von zufälliger Gewalt redet und bei Rechten von gezielten Anschlägen? Genau, weil Linke greifen vor allem das Kapital an. Rechte greifen Menschen an. Bei den Linken ist es einfach. X Scheiben eingeschlagen, das macht dann gern so viel Geld und die Sache ist erledigt. So simple Rechnungen kommen dann auch bei den Bürgerlichen gut an. Bei den Rechten entstehen aber viel mehr Personenschäden. Sie lassen sich aber schwer beziffern. Und da wird so dann nie in einen Kontext gesetzt. Aber zurück zu der Braunzone Bern. Zurück zum De La Casa. Dort gehen regelmäßig keine besorgten Bürger ein und aus, sondern Leute, die offen faschistisches Gedankengut vertreten. Vom Nachrichtendienst beobachtet die Nazis inklusiv.
Und natürlich SVP-Nachwuchs und FDP-Kader. Nicht, dass ich jetzt da einen grossen Unterschied zu den Nazis würde sehen, aber ich muss, glaube ich, aus juristischen Gründen einfach gesondert erwähnen. Nachdem sich der Demonstrationszug wieder Richtung Bahnhof bewegt hatte, kesselten die Einsatzkräfte den Demonstrationszug ein. Während dieses Kessels brach in einer Schuttmulde ein Feuer aus, sodass auch die Feuerwehr ausrücken musste. Du bist ein guter Schnippler, du wirst irgendetwas schnippeln. Schnipp, schnapp, schnappi ab. Mehrere hundert Personen wurden abgeführt und kontrolliert. In dieser Phase steigerte sich die Eskalation. Rudi beschreibt, wie eingekesselte Personen mit Stangen gegen Ticketautomaten schlugen, um Lärm zu machen. Auch nach seinen Angaben sei es dabei eher zu leichten Sachbeschädigungen als zu schwerer Zerstörung gekommen. Nach Darstellung der Polizei wurde sie jedoch mit Bauabsperrungen, Feuerlöschern und Laserpointern angegriffen, weshalb sie erneut Wasserwerfer und Tränengas einsetzte. Ja, und dem soll man jetzt glauben, der Rudi ist mitten im Nebel aus Tränengas und Adrenalin, der hat auch nicht jede Sekunde dokumentiert. Aber die Polizei, die haben ihre eigene Kamera und erwiesenermaßen erstaunlich viel Fantasie, wenn es darum geht, ihr eigenes Handeln im Nachhinein zu rechtfertigen. Zwischen leichten Sachschaden und bewaffnetem Angriff mit Bauzäunen liegt viel Raum. Nur dumm, dass halt auch genau der Nebel politisch so nützlich ist, weil er alles irgendwo verwäschen lässt. Und das ist dann ein paar Tage instrumentalisiert worden, bis dann beleidigt worden ist, dass die Polizei wieder einmal eher kreativ berichtet hat. Und dann läuft es wie immer. Zahlen und Fakten werden still und heimlich korrigiert, aber niemand redet mehr darüber. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern wurden 18 Polizistinnen und Polizisten verletzt. 4 davon mussten medizinisch untersucht werden. Die Behörden sprechen von massiven Sachschäden, mindestens mindestens 57 Gebäude und 9 Polizeifahrzeuge seien beschädigt. Zudem seien Schaufenster in der Nähe des Bundeshauses zertrümmert und Container angezündet worden. Laut Polizei wurden rund 535 Personen zur Kontrolle in Polizeiräumlichkeiten geführt. Das mit den verletzten Bastal hoch ehrenwerte Beschützer von der Bevölkerung klingt zuerst einmal schlimm. Aber ich muss euch da mal kurz etwas aufschlüsseln. Als verletzt wird alles gemeldet. Jede Kleinigkeit. Blattern am Fuß, verletzt. Husten vom eigenen Tränengas, verletzt. Den Finger im Helmverschluss eingeklemmt, weil du zu dumm bist, um deine Pfoten aus dem Schlussmechanismus zu heben, verletzt. Hals verrenkt, weil der Kopf zu tief im Arsch von der Oberschicht steckt, verletzt. Und lassen wir mal genau an. Die Polizei selber sagt, 4 davon mussten medizinisch untersucht werden. Untersucht. Nicht behandelt. 0 Polizisten haben nach dem Einsatz müssen medizinisch behandelt werden. Also. Oh, leise. Die Demonstrierenden verwiesen hingegen auf zahlreiche verletzte Teilnehmer, etwa durch den Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen. Rudi hustete während des Interviews immer wieder. Er führt dies auch auf das Tränengas zurück. Übrigens, 2 Demonstrierende haben nach aktueller Kenntnis medizinisch müssen behandelt werden. Aber das ist kaum ein Nebensatz in nur einem von den diversen Artikeln, die ich gelesen habe. Zu der Demonstration aufgerufen hatten verschiedene pro-palästinensische Gruppen sowie linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz und die kommunistische Jugend. Nationale Parteien oder große NGOs waren nicht beteiligt. SP, Grüne und Amnesty International distanzierten sich im Vorfeld von der nicht bewilligten Kundgebung. Kriegen jetzt eigentlich die Linken an, um sich von so etwas am Ast rein zu distanzieren, und die Rechten kriegen es mal an, sich von Nazis vernünftig zu distanzieren ohne Relativierung? Die Stadt und Kanton Bern verurteilten die Gewalt scharf. Sicherheitsdirektor Alec von Grafenfield sagte, er sehe nur nackte Gewalt und bedauere, dass der politische Inhalt durch den Gewaltexzess überlagert worden sei. Philippe Müller, Sicherheitsdirektor des Kantons Bern, sprach von linksextremer Gewalt und forderte strengere Bestimmungen gegen unbewilligte Demonstrationen. Man sieht also nur nackte Gewalt. Vielleicht müsste die Polizei mal lernen, für die Bevölkerung dort zu sein und nicht nur für den Status quo. Wenn 10.000 Leute aufmarschieren, könnte man ja auch einfach die Demo schützen und halt den gewähren lassen. Oder man lügt die Zahl auf 5.000. Das kann man machen. Halt dumm. Aber ja, dann kann man wenigstens endlich mal den Wasserwerfer ausführen. Der ist schließlich teuer gewesen.
Und natürlich sage ich nicht, dass man 20 Spinner tolerieren müsste, wo irgendwelche absurden Forderungen nach mehr fetale Stammzellen in Chemtrails oder dergleichen fordern. Das da ist etwas anderes. 10.000 Menschen, die laut dem Rudi friedlich demonstrieren wollten. Aber Philippe Müller fordert natürlich härteres Durchgriffen. Wettrüsten schätze ich noch nie einen Nachteil mit sich gebracht. Nein, den Witz bringen wir jetzt nicht schon wieder. Aber ich verstehe nicht, wieso dass man aber eine gewisse Teilnehmerzahl sich nicht einfach geschlagen gibt, die Leute schützt und nicht noch provoziert. Aber ja, leider hat ja der Mond die Räder vom Auto von dem Polizist entführt und von dem her kriegen wir da keine glaubwürdige Stellungnahme. Viele Teilnehmende sahen den Grund für die Eskalation in der Strategie der Polizei. Rudi betonte, dass die Leute nicht aggressiv aufgetreten seien und dass das harte Vorgehen der Polizei die Aggressionen erst ausgelöst habe. Rudi erklärte auch, einige haben Feuerwerk mitgebracht, um sich gegen eine mögliche Polizeigewalt zu wehren, nicht um aktiv anzugreifen. Die Leute kommen nicht zum Kämpfen, aber sie wissen genau, wie es läuft. Zuerst provozieren, den Kessler, dann kommt der Wasserwerfer. Also, ja, niemand will den ersten Stein werfen, aber man stellt sicher, dass man den letzten wirft. Und wenn das System so schafft, dann hat es schon längst die Kontrolle verloren. Zumindest moralisch. Im Nachgang zur Demonstration wurde in Medien und politischen Kreisen auch die Forderung laut, die sogenannte Antifa als Organisation zu verbieten oder als extremistische Gruppierung einzustufen. Solche Rufe sind nicht neu. Bereits 2020 wurde im Parlament ein entsprechendes Postulat eingereicht, das ein Verbot oder eine Klassifikation der Antifa als terroristische Organisation forderte. Damals lehnte der Bundesrat das Anliegen ab. In seiner Stellungnahme verwies er darauf, dass es sich bei der Antifa nicht um eine Organisation, sondern um ein loses Netzwerk handle. Ein Verbot sei deshalb rechtlich nicht möglich. Zudem sah der Bundesrat keine konkrete Bedrohung der inneren oder äußeren Sicherheit, die ein solches Verbot rechtfertigen würde. Auch heute ist keine neue gesetzliche Grundlage hinzugekommen, die ein solches Verbot ermöglichen würde. Ein Verbot im Sinne des Nachrichtendienstgesetzes setzt voraus, dass die Gruppe durch die UNO oder OSZE entsprechend gelistet wird. Das ist nicht der Fall. Die haben es verstanden. Einerseits kann man eine Idee nicht verbieten und trotzdem steht es jetzt von der Rechten mal wieder auf der Bühne. Forderung nach einem Antifa-Verbot, weil... Ja, warum eigentlich? Ganz einfach, weil die Rechte gern von den gegebenen Problemen ablenken und ein Aufschrei nach Terror funktioniert da halt ganz gut. Das macht den Leuten Angst und wer Angst hat, denkt nicht klar. Und Rechte haben immer Angst vor irgendetwas, im sozialen Abstieg, Verlust von der Identität, irgendetwas. Und da versteht man dann halt nicht mehr, dass es eben nicht um eine Gruppe, sondern um eine Idee geht. Und eben, 2020 ist das Ganze schon mal probiert worden. Mit Verweis auf brennende Läden in den USA und Antifa-Fahnen in Hamburg. Und damals schon hat der Bundesrat höflich, aber bestimmt abgelehnt. Kein terroristisches Netzwerk, keine konkrete Bedrohung, kein rechtlicher Spielraum. Und wenn du Antifaschisten loswerden willst, musst du nicht den Faschismus loswerden. Dann verschwindet die Notwendigkeit, anti zu sein, ohne alleine. Aber jetzt wird wieder brüllt und das lenkt ab vom eigentlichen Thema. Und es ist einfacher, ein Symbol zu verbieten, als sich mit einem politischen Inhalt auseinandersetzen. Das Ereignis vom 11. Oktober 2025 zeigt, wie stark die Spannungen in der Schweiz angesichts vom Genozid an den Palästinensern sind. Es lässt sich festhalten, dass die Kundgebung friedlich angefangen hat und sich viele Demonstrierende für die Sache eingesetzt haben, dass die Eskalation sich an der Polizeisperre wie Bundesplatz entzündet hat und durch eine umstrittene Verwendung von Tränengas, Wasserwerfer und Gummischrot weiter angeheizt worden ist, dass es anscheinend auf Seite der Polizei keine wirklich Verletzte gegeben hat und nur der materielle Schaden hoch ist und dass die Ursachen der Gewalt unterschiedlich bewertet werden. Die Polizei redet von gezielten Angriffen durch einen vermummten Block, während Augenzeuge wie der Rudi die Polizei für einen grossen Teil von der Eskalation verantwortlich machen. Die Debatte über die Schweiz als neutrale Staat in Zeiten vom andauernden Genozid an den Palästinensern wird somit weiter beführt. Kann sich die Schweiz weiter hinter Neutralität verstecken, wenn massenhaft Menschenrechte verletzt werden, oder braucht es mehr Transparenz und eine klare Positionierung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und auf dem Weg zum nächsten Video stellt sicher, dass ihr abonniert habt, dass ihr auch mitbekommt, was mich nächste Woche brechen wird. Ja.
Den habe ich gleich. Scheiße. Unabhängige Qualen, wie. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Oder schon? Aber in Bern, okay, cool. Mandalaman. Immer Wult. Der Bildschirm ist vorbei. Schnipp, schnapp, schnäppi ab. Rettet. Wird so super aufgekreddelt. Alle krickel. Traurig. Nachgehackt. Man wird da wieder Sonntag. Nicht sehr bünzlig von mir.